Wir sind wieder unterwegs on the road. Wir fahren von Bolu aus nach Istanbul, Kumburgaz. Da machen wir eine kleine Zwischenstation und dann geht es weiter Richtung Grenze und Richtung Heimat, also das andere Zuhause. Und ja, tatsächlich ist gerade draußen. Wir machen, wie gesagt, gerade Pause. Ja, eine Besonderheit ist eben passiert an einer Mautstelle. Wir haben ja dieses HGS-System, aber es hat uns nicht erkannt. Sprich, wir mussten dann mal eben 84 Lira, glaube ich, bezahlen für die Strecke von fast Bolu bis jetzt hier kurz vor der dritten Brücke in Istanbul und dementsprechend auch vom Flughafen Istanbul. Und ja, das ist jetzt passiert. Keine Ahnung, warum das System uns dieses Mal jetzt nicht erkannt hat. Bei den anderen Malen hat es immer einwandfrei funktioniert. Diesmal nicht. Also am besten dann auch ein bisschen Bargeld dabei haben. Sonst weiß ich gar nicht, was passiert wäre. Die nehmen nur Bargeld, haben sie gesagt. Gut. Ja, dann werden wir jetzt gleich weiterfahren und gucken, was wir sonst noch sehen. Die dritte Brücke, wie gesagt, steht an. Das ist immer ein toller Ausblick. Auf der einen Seite noch das Schwarze Meer und auf der anderen Seite halt der Kanal, beziehungsweise habe ich den Namen vergessen. Egal. Also, wir werden es zeigen. Bis dann. Ankunftszeit etwa 2 Stunden. Und jetzt nochmal ein Blick aufs Meer. Im Übrigen, Kumburgaz ist da so die Partymeile von Istanbul, würde ich sagen. Also da fahren sie alle hin zum Wochenende mit kleinen Häuschen, Strand. Das ist keine Partymeile, so. Das ist Wochenendhaus. Wochenendaußenbereich. Ein bisschen Schwimmbereich ist das, keine Partymeile. So meinte ich das ja auch. So, und jetzt geht's weiter.
Wir stehen an der Grenze nach Bulgarien. Es ist jetzt 10 vor 6. Wir waren um 20 nach 5 hier. Wir sind durch einen Teil vom türkischen Teil durch. Wir stehen jetzt hier vom Duty-Free-Laden. Aber es dauert halt noch. Es geht fast gar nicht voran. Das wird hier heute eine etwas längere Angelegenheit, habe ich so das Gefühl. Schauen wir mal, was dabei rauskommt. 18:15 Uhr gleich. Wir stehen immer noch so halbwegs an derselben Stelle wie vorhin. Hier geht mal gerade gar nichts voran. Dieser wird, glaube ich, hat das Zeug zu unserem schlechtesten Grenzübergang. Doch. Wir sind schon knapp eine Stunde hier. Du meinst aus der Türkei raus? Ja. Aber Und die Bulgaren kommen noch. Die lassen auch nicht jeden rein. Das dauert auch. 18:37 Uhr. Wir sind durch die türkische Seite durch und haben uns jetzt waschen lassen. Also hier einmal diese Chlordusche für 3 Euro. Für 3 Euro. Genau. Musst du machen, kommst du nicht drum rum. Und jetzt schauen wir mal, wie weit wir oder wie schnell wir hier jetzt durchkommen. 19 Uhr. Und ihr seht mich so halb, hier unten zumindest, in der Sonne. Der obere Teil ist im Schatten vom Auto, aber ihr hört vielleicht den Krach. Draußen regnet es. Tja, und wir stehen natürlich immer noch. Das wird wohl noch so eine halbe bis dreiviertel Stunde dauern, mindestens, bis wir hier durch sind. Und das war dann schon ziemlich viel wieder. Schauen wir mal. So, knapp 2 Stunden hat es jetzt gedauert, ein bisschen mehr. Jetzt sind wir in Bulgarien drin. Kurz Fahrerwechsel gemacht, weiter geht's. Und wo es uns hinbringt, werden wir sehen. So, wir sind mitten in Bulgarien irgendwo hinter Plovdiv. Es ist 10 Uhr und wir haben wieder ein kleines Päuschen gemacht. Ich habe ja so eine Stunde, 1,5 Stunde geschlafen. Wir machen jetzt wieder Fahrerwechsel. Wir haben eben gerade was gegessen, das erste Mal bei Hetzburger. Das ist hier auch so eine Fast-Food-Kette wie McDonald's. Aber gibt da 2 Probleme. Das erste Problem war, ich wusste nicht, was ich bestellen soll, weil die schreiben ja hier, haben eine andere Schrift. Und dann konnte ich das nicht lesen. Da habe ich es in Englisch probiert, dann legt sie mir einen englischen Zettel vor. Also dann konnte ich auch bestellen, Hamburger-Menü und Barbecue-Menü gekauft. Keine Ahnung, was ich bezahlt habe. Das muss ich nochmal umrechnen. Ja, geschmeckt hat es nicht. Also mir hat es nicht geschmeckt. McDonald's oder Burger King ist da besser. Da müssen wir noch ein bisschen üben. Aber ja, es war okay. Gut. So, jetzt geht es weiter. Es müssten noch so knappe 200 Kilometer bis zur Grenze sein, zur serbischen. Das ist auf jeden Fall unser Ziel jetzt. Und das fahre ich dann jetzt mal und dann schauen wir mal, wie schnell wir über die Grenze kommen. Ich weiß nicht, ob ich es vorhin schon mal gesagt habe, knappe 2 Stunden haben wir für türkisch-bulgarische Grenze gebraucht. Die haben wir echt gut durchsucht. Und ja, aber jetzt fahren wir weiter und ich melde mich dann nachher nochmal. Es ist 0:20 Uhr und wir sind an der Grenze angekommen, also an der bulgarisch-serbischen. Es scheint hier nicht ganz so viel los zu sein. Deswegen mal gucken, wie lange wir hier brauchen. Wir sind zumindest gleich schon am ersten Checkpoint.
Das ging recht schnell. Man sieht mich gar nicht mehr, gell? Nee, aber ich sag mal eben was. Keine 45 Minuten hat es gedauert und wir sind in Serbien. Da ging es dann jetzt mal schnell. Aber es ist dunkel draußen und Sie sich ja. links auf 4. So, kleiner Lagebericht. Wir sind jetzt hier etwa 40 Kilometer vor Niš in Serbien und werden bis Niš fahren. Da gibt es dann ein Hotel, das Hotel Nice. Da werden wir uns, sofern Platz ist, einbuchen und ein paar Stunden schlafen und dann morgen gechillt weiterfahren, bis wir morgen Abend irgendwo sind und dann werden wir nochmal uns ein Hotel holen und dann fahren wir nach Hause. Wir machen das also alles ganz gechillt. Jetzt wieder mal ein kleiner Fahrerwechsel. Ateş muss noch mal ein bisschen Gassi und es regnet. Super. Aber wir kriegen das hin. So, wir haben eingecheckt im Hotel Nice und haben tatsächlich das letzte Zimmer gekriegt, das sie hatten. So sieht's aus. Ja, und jetzt werden wir ein paar Stunden schlafen, morgen frühstücken und dann geht's weiter. Guten Morgen aus Niš. Wir sind im Hotel Nice, haben hier die Nacht verbracht und gehen jetzt hier gerade mal ein bisschen mit Ateş spazieren und dann fahren wir weiter. Die Nacht war gut, das Hotel ist gut, da kann man gut schlafen. Preis ist 80 € inklusive Frühstück plus 15 € für den Hund. Ja, und wir haben das letzte Zimmer gekriegt. Das allerletzte Zimmer. Das Notzimmer sozusagen, war aber ein gutes Zimmer. Insofern alles gut gelaufen. Weiter geht's. Hier gibt es Frühstücksbuffet. Es ist jetzt nicht ganz so aufregend. Aber ist alles da, was man so braucht. Oder? Ja. Und viel mehr. Ha? Reicht. Wir haben am Hotel ausgecheckt und getankt für 180 Dinar pro Liter. Ich weiß gar nicht, das waren glaube ich 1,60, so 1,70, keine Ahnung. Auf jeden Fall waren wir so halbwegs auf den letzten Tropfen hierher gefahren. Wir sind gestern Abend ja von der Grenze zum Nice gefahren, zum Hotel. Und es gibt keine Tankstelle auf der Strecke. Gewesen sind es etwa, ich glaube, 60, 70 Kilometer. Und ja, werden dann halbwegs in Sofia tanken müssen, um dann locker hierher zu kommen. Jetzt sind wir sehr sparsam dann auch gefahren und haben es dann auch geschafft, hierher zu kommen. Jetzt konnte ich einmal voll tanken und ja, jetzt geht's weiter. Co-Captain sagt gerade, es waren nicht nur 50, 60 Kilometer von der Grenze, sondern es waren 130 Kilometer von der Grenze, also keine Tankstelle auf diesen 130 Kilometer, außer man fährt natürlich raus in die Städte rein. Das hätte man natürlich machen können, aber auf der Autobahn gibt es keine Tankstelle. Kilometer 2000 etwa. Wir haben nach 2 Stunden nochmal wieder Fahrerwechsel gemacht. Es hat die ganze Zeit nur geregnet. Super fahren, aber jetzt wird es wieder schön. Die Sonne kommt jetzt langsam wieder raus, die Temperaturen steigen. Die ganze Zeit waren es so 17, 18 Grad, beim Regen natürlich. Jetzt haben wir 23. Genau. Und weiter geht's durch Serbien. Die Mautstation gesehen. Von der Grenze bis hierher hat es 11,50 € gekostet. 200 Ich Kilometer. dachte eigentlich, das war mehr. Ach nee, wir sind ja beim letzten Mal rausgefahren zwischenzeitlich und haben getankt. Und danach waren es nur ein paar hundert. Und da hatte ich gesagt, dann können wir den Rest bezahlen mit Dinar, aber das reichte nicht. Man hätte 1310 Dinar bezahlen müssen oder 11,50 €. So,
So sieht's aus. Das wird die neue Umgehungsstraße von Belgrad. Spart man sich einiges an Zeit, aber im Moment noch nicht ganz fertig. Jetzt gibt es wieder einen Fahrerwechsel. Wir sind etwa 30 Kilometer vor der ungarischen Grenze. Im Grunde läuft alles ganz gut. Das Wetter ist jetzt auch wieder gut und auch ziemlich warm wieder. Und hier in dieser Gegend gibt es sowieso relativ wenig Bäume. Also es ist ein bisschen schwierig mit Schatten finden, auch für Ateş. Aber dem geht es auch gut. Şerife geht es natürlich auch gut. Und jetzt machen wir wieder, wie gesagt, Fahrerwechsel. Ich fahre jetzt durch die Grenze und Richtung Budapest. Und dann gucken wir mal weiter, was wir noch so machen, wie wir durch die Grenze kommen. Ja, bis dahin. Es ist jetzt 14:54 Uhr und wir sind an der Grenze angekommen. Wobei so richtig angekommen an der Grenze sind wir noch nicht. Wir stehen im Stau, etwa 1 Kilometer vor der Grenze. Also das kann sich durchaus ein wenig hinziehen. Welche Grenze? Da vorne steht auch noch ein Schild, 1500 Meter bis zur Grenze. Also es ist noch ein bisschen länger sogar. Serbisch-ungarische Grenze. Das ist die serbisch-ungarische Grenze, genau. Ich glaube, da haben wir mal das Chaos heute erwischt hier. Es ist geschafft. 1 Minute Kontrolle, 2 Stunden dafür warten. Und jetzt geht es in den ägyptischen Teil, wollte ich gerade sagen. Wo fahren wir hin? In den ungarischen Teil. Das ist mir etwas zu weit weg. 32 Grad, das ist ein bisschen warm, glaube ich. Mal eben zur Dokumentation. 17:27 Uhr, wir sind in Ungarn. Das hat jetzt 2,5 Stunden gedauert. Geht eigentlich, aber gut, jetzt gucken wir, wie es weitergeht. So, wir sind kurz vor der Grenze zu Ungarn. Wir lassen das jetzt gechillt angehen. Sieht man mich? Nee, doch jetzt. Wir lassen das gechillt angehen. Wir haben noch knappe 800 Kilometer bis nach Hause. Und wir werden jetzt, oder ich werde jetzt so weit fahren, bis ich nicht mehr kann oder nicht mehr will. In Fetscherive noch ein bisschen, dann ruhen wir 1, 2, 3, 4 Stunden. Und dann fahren wir gemütlich nach Hause. Soweit, so gut. Läuft alles eigentlich ganz gut. Wir sind gespannt, was jetzt an der Grenze passiert. Kleines Update zur Grenze. Ungarn, Österreich. Kleiner Stau. 5 Minuten Wartezeit, dann durch, fertig. Jetzt sind wir in Österreich und weiter geht's lang uns. So, einen schönen guten Morgen. Wir sind jetzt in Deutschland eingefahren. Grenzübergang haben wir halbwegs verpasst. Etwa 5 Kilometer nach der Grenze haben sie noch mal einen Kontrollposten aufgebaut, wie jedes Mal. Aber da war nichts. Und ja, wir sind jetzt gut durchgekommen. Jetzt sind es noch knapp 500 Kilometer bis nach Hause und jetzt fahren wir auch dann weiter. Wir werden
unterwegs bald nochmal Pause machen müssen, weil wir Benzin brauchen. Und dann machen wir eine kleine Frühstückspause, geplant ist an der Donau. Schauen wir mal, ob das alles so klappt, wie ich mir das vorstelle. Und ja, gucken wir. So, wir haben jetzt den letzten Stopp gemacht. Wir sind zwischen Regensburg und was habe ich gesagt, Nürnberg. Haben gefrühstückt und jetzt geht es weiter. Es sind noch 300 Kilometer. Das schaffen wir jetzt in einem Stück, denke ich mal. Und dann sind wir daheim. Bis dann. Wir sind wieder zurück in Deutschland, denn Stau. Und zwar ein recht langer Stau. Der dauert ein paar Kilometer. Wir haben auf der gesamten Tour, sowohl hin als auch zurück, keinen Stau gehabt, außer in Deutschland. Wie machen die anderen das? Weiß keiner. Auf jeden Fall hatten wir nie einen Stau, außer an den Grenzen. Ja, so stehen wir also hier rum. War der Sportstärkste auf den letzten Metern am Odeonsplatz. Er flog förmlich an Maru Tiferi, dem Israeli, vorbei, sicherte sich Gold, sein größter Erfolg. Das letzte Update der Rückreise. Wir sind angekommen in Taunusstein nach, keine Ahnung, wir waren um 14 Uhr etwa da. Und ja, im Grunde sind wir gestern Morgen um 10 Uhr losgefahren in Nisch, also am Hotel Nice. Ja, und die Zeit haben wir jetzt gebraucht, um hierher zu kommen. Mit natürlich der Wartezeiten an den Grenzübergängen, die ja nicht ohne waren. Aber ansonsten sind wir ganz gut durchgekommen. Heute Nacht haben wir halt auch noch mal ein bisschen geschlafen. Aber ja, insgesamt hat das alles gut geklappt. Jetzt sind wir natürlich ein bisschen kaputt, das ist aber normal. Gönnen wir uns nachher noch ein bisschen was und dann machen wir Feierabend. Morgen geht es wieder arbeiten. So, dann werde ich dann die nächsten Tage weiter fleißig Videos erstellen bzw. schneiden und dann bekommt ihr die nach und nach alle natürlich zu sehen. Da dürft ihr euch wirklich auf ein paar tolle Sachen einstellen. Aber da verrate ich jetzt nicht mehr. Guckt es euch an und ja, bleibt weiterhin gespannt. Bis dann.